tu das niemals, wenn du lange Freude an deinem Laguiole Taschenmesser haben möchtest. Hi, hier ist Mr. Laguiole und ich werde jetzt 3 Sachen nennen, die du mit deinem Lieblingslaguiole nicht machen solltest. Oder sind es vielleicht doch 4? Und am Ende erzähle ich ja ein kurzes Angebot sozusagen als Bonus. Bis gleich. Wenn du lange Freude an deinem Laguiole Taschenmesser haben möchtest, dann darfst du diese 3 Sachen nicht tun. Nummer 1, du darfst dein Laguiole nicht zuschnappen lassen. Das heißt, wenn du das Laguiole geöffnet hast und es schließen möchtest, dann solltest du die letzten Zentimeter sozusagen reinführen. Die Laguiole Taschenmesser haben meist hier so eine Klingensperre, wenn man so sieht, so dass die Klinge nicht auf dem Ressort trifft. Aber wenn ich es zuschnappen lasse, dann passiert Folgendes, dass diese scharfe Klinge hier an dem Rücken des Messers schlägt und dann wird es mit der Zeit unscharf. Wenn man es einmal machen lässt, ist nicht schlimm, aber du solltest das Laguiole Taschenmesser immer hineinführen, so langsam. Das ist auch ein Zeichen der Liebe zu deinem Laguiole Taschenmesser. Nummer 2. Du solltest das Laguiole Taschenmesser nicht lange unter Wasser halten. Am besten gar nicht unter fließendem Wasser, sondern immer nur mit einem feuchten Tuch das abwischen. Warum? Wir haben hier zum Beispiel 2 verschiedene Materialien und hier haben wir eine Kante, eine Fuge. Manchmal haben wir hier eine Metallmitress und dann haben wir auch zwischen dem Metall und dem Material entsprechend eine Fuge. Genauso wie natürlich überall um das Material des Griffes gibt es natürlich Fugen zum Metall hin. Natürlich kannst du durch einen speziellen Balsam oder Einölen diese Flächen, sofern das da zum Beispiel ja Hölzer sind, pflegen, sodass Wasser auf diese große Fläche hier nicht reingeht, sondern abperlt. Aber an diese Stellen, wo die Fugen sind, da kannst du sehr schwer schützen. Und da an dieser Stelle wird das Wasser eindringen, nach und nach über die Zeit, und dann würde das Holz dort beginnen zu quellen oder auch die Hörner. Viele Hörner sind zum Beispiel gepresst, sodass eine Feuchtigkeit da reinkommt, auch ebenfalls so auseinandergehen. Lediglich Knochen oder zum Beispiel die versteinerten Materialien, die sind nicht so empfindlich, aber alle anderen schon. Und an diesem Grund solltest du dein Laguiole Taschenmesser nicht unter Wasser halten. Nummer 3, Stechbewegungen. Es ist ja so, dass das Laguiole Taschenmesser hier keine Klingenarretierung hat. Das heißt also, wenn du mit dem Taschenmesser eine Stechbewegung machen würdest, zum Beispiel so, und dieser Gegenstand ist nicht unbedingt senkrecht, sondern leicht gebogen, wenn du hier so einführen würdest, würde zum Beispiel durchaus die Klinge nach unten zuschnappen. Und wenn ich das Messer so halte, würde natürlich hier meine Finger treffen. Das heißt also, dadurch, dass wir hier keine Arretierung haben, sind solche Stechbewegungen oder solche, wo man auf die Klinge so drückt, natürlich verboten. Es kann natürlich sehr gefährlich sein, weil, wie jeder weiß, die Laguiole Taschenmesser sind natürlich sehr scharf oder man kann es auch selbst sehr scharf schleifen. Wie das geht, habe ich hier in diesem Video auch gezeigt. Man kann es wirklich rasiermesserscharf hinbekommen. Auf jeden Fall, solche Bewegungen sind natürlich nicht so geeignet. Das bedeutet, im Outdoor-Bereich muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wofür man das Taschenmesser benutzt. Am besten natürlich, wenn man solche Bewegungen hat. Wenn man etwas schnitzen möchte, wenn man etwas schneiden möchte, dann kann die Klinge auf keinen Fall hier zuschnappen, geht ja auch gar nicht. Aber sobald man versucht, so zu stechen in irgendwelche Bäume oder sonst was, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Am besten das eben halt nicht benutzen. Der 4., was man ein bisschen gefährlich ist, diese wunderschönen Kunstwerke seinen Freunden zeigen. Da kann natürlich sein, dass man seinen Freund damit ansteckt und der auch zu einem verrückten Laguiole-Sammler wird. Und mein Angebot, ja, es gibt sehr viele Laguiole Taschenmesser. Über 80% der Laguiole Taschenmesser in Europa kommen aus China. Und sobald du dich dafür bewusst entscheidest, ist gar kein Problem. Aber wenn du dir unsicher bist und du möchtest lieber ein Laguiole aus Frankreich haben,
Dann kannst du mir natürlich Bilder, Fotos von deinem Laguiole-Messer schicken, was du schon besitzt. Oder wenn du planst, ein Laguiole-Messer zu kaufen, dann kannst du mir natürlich die Seite oder auch die Bilder von der Internetseite schicken. Und dann kann ich dir sagen, nach meiner Einschätzung, ob dieses Taschenmesser aus China oder aus Frankreich ist, beziehungsweise hergestellt wird. Weil aus Frankreich bedeutet auch nicht gleich in Frankreich hergestellt. Es gibt ja eine ganze Menge Händler in Frankreich, die die Taschenmesser dennoch aus China importieren. Und ich weiß natürlich nicht alles hundertprozentig, aber ich würde sagen, ich kann dir bestimmt schon mal helfen und schick einfach eine E-Mail mit Bildern an info@original-laguiole.de. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Bis demnächst.